Lektion 1. Fashion Forward. Hast du die neuesten Trends im Street-Style gesehen? Ja, habe ich. Es scheint, als würde heutzutage jeder Modeblogger werden. Richtig? Mir geht es genauso. Street-Style ist so einzigartig und ausdrucksstark. Unbedingt. Es ist faszinierend, wie Menschen verschiedene Stile mischen, um etwas Neues zu kreieren. Ich liebe es, wie es individuelle Persönlichkeiten widerspiegelt. Was ist dein Lieblings-Street-Style-Look? Ich bewundere übergroße Jacken gepaart mit schicken Accessoires sehr. Sie geben so ein Statement ab. Das ist eine gute Wahl. Es geht nur um Selbstvertrauen, nicht wahr? Definitiv. Und das Beste daran ist, dass jeder es mit der richtigen Einstellung schaffen kann. Es ist inspirierend zu sehen, wie Mode Menschen befähigen kann, sich auszudrücken. Lektion 2. Bedenken ausräumen. Ich bin offen dafür, auf Ihre Bedenken einzugehen. Was macht dir besonders Sorgen? Ich habe Angst vor der bevorstehenden Präsentation gehabt. Das ist verständlich. Präsentationen können nervenaufreibend sein. Ja, vor allem wenn Sie einen guten Eindruck hinterlassen möchten. Hast du deine Rede geübt? Ein bisschen, aber ich fühle mich immer noch unvorbereitet. Vielleicht könnten wir es zusammen durchgehen? Das würde wirklich helfen. Ich würde mich über Feedback freuen. Natürlich. Wir können es zu einer unterhaltsamen Probe machen. Lektion 3. Einladung zur Geburtstagsfeier. Schau, ich wurde zu einer Geburtstagsparty eingeladen. Willst du mit mir gehen? Das klingt lustig. Wer veranstaltet die Party? Es ist ein Freund von der Arbeit. Er schmeißt immer tolle Partys. Ich habe großartige Dinge über Sie gehört. Was ist das Thema dieses Jahr? Es wird ein ungezwungenes Beisammensein mit Spielen und Essen. Das klingt perfekt. Ich liebe ungezwungene Partys. Ich auch. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und neue Leute kennenzulernen. Haben Sie vor, ein Geschenk mitzubringen? Ich dachte darüber nach, ihm etwas Persönliches zu besorgen, wie eine maßgeschneiderte Tasse. Lektion 4. Herkunft der Materialien. Es ist interessant, dass manche Materialien nicht aus ihrem Königreich stammen. Richtig. Zum Beispiel kommen viele Metalle in Gebirgsflüssen vor. Ja, und dann werden sie zur Veredelung und Metallbearbeitung in Fabriken gebracht. Es ist erstaunlich, wie die Natur uns mit Ressourcen versorgt. Unbedingt. Es lässt sie die damit verbundene Handwerkskunst schätzen. Ich stimme zu. Hinter jedem Stück steckt eine Geschichte. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie sehr wir uns auf diese Materialien verlassen? Die ganze Zeit. Es ist für so viele Branchen unverzichtbar. Ja, und es ist wichtig, sie nachhaltig zu nutzen. Lektion 5. Historischer Kontext. Während dieser Zeit wurden viele Menschen interniert und inhaftiert. Ja, und es betraf nicht nur Einzelpersonen, sondern auch ihre Familien. Sie wissen das besser als ich. Ich habe einen ausführlichen Bericht darüber erhalten.
Es ist herzzerreißend, über diese Erfahrungen nachzudenken. Das ist es wirklich. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder, wenn wir nicht aufpassen. Genau. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Was kann Ihrer Meinung nach getan werden, um das Bewusstsein zu schärfen? Bildung ist der Schlüssel. Wir sollten diese Geschichten einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, das Gespräch am Laufen zu halten. Lektion 6. Gegensätzliche Ideen. Es ist interessant, wie leicht eine Feder ist, aber ein Elefant ist schwer. Ja, es ist eine perfekte Analogie für gegensätzliche Ideen. Genau. Zucker ist süß, aber eine Zitrone ist sauer. Diese Kontraste können uns viel über das Gleichgewicht im Leben beibringen. Unbedingt. Es geht darum, Unterschiede zu schätzen. Und zu verstehen, dass beide Seiten ihren eigenen Wert haben. Genau. Das Leben ist eine Mischung aus süßen und sauren Momenten. Das macht unsere Erfahrungen reicher und komplexer. Ja. Die Akzeptanz dieser Kontraste kann zu persönlichem Wachstum führen. Lektion 7. Überlappende Arbeitszeiten. Ich denke, wir haben einige überlappende Arbeitszeiten festgelegt. Ja, das war sehr hilfreich für die Zusammenarbeit. Es ermöglicht uns, in Echtzeit zu kommunizieren, was unerlässlich ist. Definitiv. Es macht Projektaktualisierungen so viel einfacher. Ich stimme zu. Außerdem können wir gemeinsam effektiv Ideen entwickeln. Genau. Es fördert Kreativität und Teamwork. Haben Sie eine Verbesserung unserer Produktivität bemerkt? Unbedingt. Ich habe das Gefühl, dass wir mehr erledigen. Es ist toll zu sehen, wie effektive Kommunikation unsere Arbeit verbessern kann. Lektion 8. Lokale Küche. Wir sind uns nicht sicher, was wir von der Speisekarte bestellen sollen. Ich weiß. An neuen Orten ist es immer eine schwierige Entscheidung. Ich habe gehört, dass die Spezialität das lokale Gericht ist. Das hat der Kellner empfohlen, oder? Ja, er schien wirklich begeistert davon zu sein. Vielleicht sollten wir es versuchen. Ich denke, das ist eine großartige Idee. Es ist die beste Art, die Kultur zu erleben. Außerdem macht es immer Spaß, etwas Neues auszuprobieren. Genau. Lass es uns bestellen und schauen, wie es schmeckt. Lektion 9. Sportsystem. Es scheint, als ob das Land von seinem professionellen Sportsystem überschwemmt wird. Ah ja, es ist faszinierend, wie Sport Menschen verbinden kann. Aber es wirft auch Fragen zu Prioritäten auf, nicht wahr? Unbedingt. Aus dem einen oder anderen Grund haben sich die USA für einen anderen Ansatz entschieden. Richtig. Es ist ein einzigartiges Modell im Vergleich zu anderen Ländern. Ich frage mich, wie sich das auf die Athleten und ihre Entwicklung auswirkt. Es wirkt sich definitiv auf ihre Möglichkeiten und Unterstützungssysteme aus. Es ist interessant, die Vor- und Nachteile eines solchen Systems zu analysieren.
Ja, und es löst viele Diskussionen über Sportkultur aus. Lektion 10. Gemeinsamer Erfolg. Es scheint, dass Gilbert dachte, Sullivan habe den größten Teil der Anerkennung für ihre Operetten bekommen. Ja, das ist ein häufiges Problem bei Kollaborationen, nicht wahr? Unbedingt. Es kann frustrierend sein, wenn Beiträge nicht gleichermaßen anerkannt werden. Ich frage mich, wie Gilbert sich dabei gefühlt hat. Hat sich das auf ihre Partnerschaft ausgewirkt? Das hat es wahrscheinlich getan. Kreative Unterschiede können zu Spannungen führen. Richtig. In solchen Situationen ist es wichtig, offen zu kommunizieren. Glaubst du, ihre Werke wären anders ausgefallen, wenn sie ein besseres Verständnis gehabt hätten? Definitiv. Zusammenarbeit lebt von gegenseitigem Respekt und Anerkennung. Es ist faszinierend, wie Dynamik künstlerische Kreationen prägen kann. Lektion 11. Intelligentes Einkaufen. Ich habe online eingekauft, um einen besseren Preis zu bekommen. Das ist ein kluger Schachzug. Online-Shopping kann viel Geld sparen. Genau. Also, um wie viel Uhr hast du vor, mit dem Einkaufen zu beginnen? Normalerweise kaufe ich lieber abends ein, wenn ich mehr Zeit habe. Das macht Sinn. Es ist schön, ohne Ablenkungen zu stöbern. Außerdem kann ich Preise leicht vergleichen, ohne mich überstürzt zu fühlen. Unbedingt. Haben Sie in letzter Zeit gute Angebote gefunden? Ja, ich habe ein tolles Paar Schuhe mit einem Rabatt gefunden. Das ist genial. Ich liebe es, wenn du unerwartete Einsparungen entdeckst. Lektion 12. Wanderwege erkunden. Ich habe von einem schönen Wanderweg namens Pine Valley gehört. Oh, davon habe ich gehört. Ist das nicht ein bisschen herausfordernd? Ja, das ist es, aber die Aussicht soll atemberaubend sein. Das klingt es wert. Manchmal führen die härtesten Trails zu den besten Sehenswürdigkeiten. Genau. Wandern Sie gerne auf anspruchsvollen Wegen? Das tue ich. Es gibt ein Gefühl der Erfüllung, wenn man die Spitze erreicht. Ich stimme zu. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Unbedingt. Warst du in letzter Zeit auf herausfordernden Wanderungen? Nicht in letzter Zeit, aber ich würde gerne in dieser Saison Pine Valley in Angriff nehmen. Lektion 13. Suchtbekämpfung. Wir müssen über psychische Alkoholabhängigkeit sprechen. Ja, es ist ein ernstes Problem, mit dem viele Menschen konfrontiert sind. Dieses Problem kann schreckliche Folgen für die Gesundheit einer Person haben. Unbedingt. Es kann jeden Aspekt ihres Lebens beeinflussen. Ich denke, es ist wichtig, das Bewusstsein dafür zu schärfen. Ja, das Verstehen der Zeichen kann Menschen helfen, früher Hilfe zu suchen. Was sind Ihrer Meinung nach effektive Möglichkeiten, jemanden zu unterstützen, der Probleme hat? Ermutigung und Bereitstellung von Ressourcen können einen großen Unterschied machen. Definitiv. Es geht darum, ein Unterstützungssystem für die Wiederherstellung aufzubauen. Lektion 14. Sauce zubereiten. Hast du die Sauce zum Abendessen gemacht? Ja, ich habe eine Mischung aus Tomatensauce und gemahlenen Gewürzen verwendet.
Das klingt köstlich. Welche Gewürze hast du hinzugefügt? Ich habe Knoblauch, Basilikum und eine Prise Chiliflocken für etwas Schärfe hinzugefügt. Wow, das klingt lecker. Hast du eine geheime Zutat? Nun, ich füge gerne etwas Zucker hinzu, um den Säuregehalt auszugleichen. Das ist ein toller Tipp. Es geht darum, die richtige Balance zu finden, nicht wahr? Genau. Kochen ist wie eine Kunst. Jedes kleine Detail ist wichtig. Ich kann es kaum erwarten, deine Kreation zu probieren. Lektion 15. Shuttle Service. Bringt der Shuttle an beiden Terminals ab? Ja, es hält sowohl an den nationalen als auch an den internationalen Terminals. Das ist praktisch. Das macht das Reisen viel einfacher. Unbedingt. Niemand will mit schwerem Gepäck weit laufen. Richtig. Wie oft fährt das Shuttle? Es läuft alle 15 Minuten, was ziemlich gut ist. Das ist beruhigend. Ich hasse es, auf den Transport zu warten. Ich auch. Es ist schön, eine zuverlässige Option zu haben. Ich werde auf jeden Fall erwägen, das Shuttle zu nehmen, wenn ich das nächste Mal reise. Lektion 16. Jugendkultur. Menschen in der Jugendkultur nehmen sich oft ein Beispiel an anderen. Ja, es ist faszinierend, wie sich Trends in sozialen Kreisen ausbreiten. Unbedingt. Junge Menschen werden so sehr von Gleichaltrigen beeinflusst. Es kann je nach Beispiel sowohl positiv als auch negativ sein. Richtig. Es ist wichtig, positive Vorbilder zu fördern. Ja, und fördern Sie auch die Individualität. Wie wirken sich soziale Medien Ihrer Meinung nach darauf aus? Es verstärkt Trends schnell, was überwältigend sein kann. Definitiv. Es ist ein zweischneidiges Schwert für die Jugend von heute. Lektion 17. Yellowstone Canyon. Hast du von den Canyonwänden gehört, die Yellowstone seinen Namen gegeben haben? Ja, sie sind umwerfend. Die Geologie dort ist faszinierend. In der Gegend gibt es viele Wasserfälle, darunter einen, der 308 Fuß hoch ist. Wow, das klingt unglaublich. Das würde ich gerne persönlich sehen. Es ist erstaunlich, wie die Natur solche Schönheit schafft. Unbedingt. Erkunden Sie gerne Nationalparks? Das tue ich. Jeder Park hat seine eigenen Besonderheiten und seinen eigenen Charme. Ja, und sie bieten so großartige Möglichkeiten zum Wandern und Fotografieren. Ich kann es kaum erwarten, eines Tages eine Reise nach Yellowstone zu planen. Lektion 18. Die Auswirkungen der Technologie. Es ist verrückt, wenn man bedenkt, wie sehr Technologie unsere sozialen Interaktionen geprägt hat. Ja, es hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren, völlig verändert. Unbedingt. Die Menschen sind mehr denn je miteinander verbunden, fühlen sich aber manchmal isoliert. Richtig. Es ist ein Paradoxon des modernen Lebens. Wie können wir Ihrer Meinung nach Technologie und persönliche Verbindungen in Einklang bringen? Das Setzen von Grenzen mit der Bildschirmzeit kann uns helfen, uns auf reale Interaktionen zu konzentrieren.
Ich stimme zu. Es ist wichtig, im Moment präsent zu sein. Ja, und um Beziehungen zu pflegen, die über digitale Bildschirme hinausgehen. Lasst uns einen Pakt schließen, um mehr persönliche Gespräche zu führen. Lektion 19. Tägliches Pendeln. Ich fahre jeden Tag mit einem Schulbus zur Schule. Das ist nett. Das muss eine lustige Art sein, den Tag zu beginnen. Ja, das ist es. Ich chatte gerne während der Fahrt mit meinen Freunden. Das klingt toll. Was ist mit deiner Schwester? Sie arbeitet in einer anderen Stadt, also fährt sie zur Arbeit. Ohne die Buserfahrung muss es für sie anders sein. Ja, sie hat einen längeren Arbeitsweg. Aber ihr macht der Job Spaß. Das ist gut zu hören. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden. Genau. Jeder Pendelverkehr hat seine eigenen Vorteile und Herausforderungen. Lektion 20. Energieniveaus. Ich habe in letzter Zeit einen Unterschied darin bemerkt, wie du dich fühlst. Definitiv. Ich habe mehr Energie und fühle mich motivierter. Das ist fantastisch. Was glaubst du, hat die Veränderung verursacht? Ich habe mich mehr auf meine Ernährung und Bewegung konzentriert. Das ist genial. Ein gesunder Lebensstil kann einen solchen Unterschied machen. Ja, das hat es. Ich fühle mich insgesamt produktiver und positiver. Es ist inspirierend zu sehen, wie sich Ihr Engagement auszahlt. Danke. Ich hoffe, es ermutigt andere, ähnliche Änderungen vorzunehmen. Unbedingt. Es geht darum, kleine Schritte zu einer besseren Gesundheit zu unternehmen. Lektion 21. Geschichtstexte. Ich habe gerade einige amerikanische Geschichtstexte in sehr gutem Zustand gefunden. Das klingt faszinierend. Was für Texte sind das? Sie decken verschiedene Aspekte der amerikanischen Geschichte ab, von der Revolution bis zur Bürgerrechtsbewegung. Beeindruckend. Das ist ein umfassendes Angebot. Haben Sie eine vollständige Liste der Texte? Ja, das tue ich. Wenn jemand interessiert ist, kann er Marie unter der Nummer anrufen, die ich habe. Das ist eine großartige Ressource. Historische Texte können uns wirklich helfen, die Vergangenheit besser zu verstehen. Unbedingt. Es ist wichtig, aus der Geschichte zu lernen, findest du nicht? Ja, und zuverlässige Quellen zu haben, macht es noch besser. Genau. Ich werde das auf jeden Fall mit meinen Freunden teilen. Lektion 22. Restaurantempfehlungen. Auf jeden Fall werde ich eine Liste mit empfohlenen Restaurants in der Umgebung erstellen. Das wäre so hilfreich. Ich suche immer nach neuen Orten zum Ausprobieren. Großartig. Welche Art von Küche magst du am meisten? Ich liebe italienisches Essen, besonders Pasta und Pizza. Perfekt. In der Innenstadt gibt es ein fantastisches italienisches Restaurant. Ich habe davon gehört. Was ist Ihre Spezialität? Ihre Lasagne ist unglaublich und das Tiramisu muss man unbedingt probieren. Das klingt köstlich. Ich kann es kaum erwarten, es mir anzusehen. Ich werde es zusammen mit ein paar anderen Favoriten zur Liste hinzufügen. Lektion 23.
Zahlungsplan. Der Zahlungsplan ist auf 2 wöchentliche Zahlungen festgelegt. Das klingt fair. Das hilft bei der Budgetierung, nicht wahr? Ja, das tut es auf jeden Fall. Lassen Sie uns nun die Einzelheiten besprechen, sollen wir? Unbedingt. Was sind die wichtigsten Details, die wir behandeln müssen? Wir sollten über das Startdatum und mögliche Boni sprechen. Gute Idee. Zu wissen, wann die erste Zahlung fällig ist, ist entscheidend. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass für uns beide alles klar ist. Ja, Transparenz ist in jeder Vereinbarung wichtig. Einverstanden. Lassen Sie uns alles abschließen, damit wir reibungslos vorankommen können. Lektion 24. Projektpläne. Haben Sie konkrete Schritte zur Erreichung Ihrer Ziele in Betracht gezogen? Unbedingt. Ich plane, ein Projekt zu verfolgen, das sich auf gemeinnützige Arbeit konzentriert. Das klingt bewundernswert. Was schwebt dir vor? Ich möchte eine lokale Aufräumaktion organisieren. Was für eine tolle Idee. Es kann die Community wirklich zusammenbringen. Genau. Außerdem schärft es das Bewusstsein für Umweltfragen. Hast du darüber nachgedacht, wie du es bewerben kannst? Ja, ich habe vor, soziale Medien und lokale Flyer zu nutzen. Das ist ein solider Plan. Lass es mich wissen, wenn du Hilfe brauchst. Lektion 25. Strandurlaub. Hallo? Warst du schon einmal im Strandurlaub? Ja, ich liebe den Strand. Es ist einer meiner Lieblingsorte zum Entspannen. Das ist genial. Wo warst du auf deinem letzten Strandausflug? Ich habe eine Küstenstadt mit wunderschönen Sandstränden besucht. Das klingt herrlich. Welche Aktivitäten haben dir dort Spaß gemacht? Ich habe viel Zeit mit Schwimmen und Sonnenbaden verbracht. Das sind die besten Strandaktivitäten. Hast du irgendwelche lokalen Lebensmittel probiert? Ja, die Meeresfrüchte waren unglaublich. Frisch und köstlich. Das kann ich mir vorstellen. Strandurlaube sind immer so erfrischend. Lektion 26. Cardioübungen. Normalerweise halte ich mich an Cardioübungen wie Laufen und Radfahren. Das ist großartig. Cardio ist für die Aufrechterhaltung einer guten Gesundheit unerlässlich. Unbedingt. Es hilft, die Ausdauer zu verbessern und hält das Herz stark. Hast du einen Lieblingsplatz zum Laufen oder Radfahren? Ich liebe es, im Park zu laufen. Es ist so erfrischend. Parks sind perfekt dafür. Ich radle gerne entlang der Uferpromenade. Das klingt wunderschön. Die Aussicht muss unglaublich sein. Das ist es wirklich. Außerdem macht es das Training angenehmer. Genau. Es geht darum, Aktivitäten zu finden, die du liebst. Lektion 27. Montreal. In der Provinz Quebec gibt es auch die Stadt Montreal. Ja. Es ist eine so lebendige Stadt mit einer reichen Kultur.
Von allen französischsprachigen Städten Nordamerikas ist es wirklich einzigartig. Ich liebe es, wie es europäischen Charme mit modernem Leben verbindet. Genau. Die Festivals und Kunstszenen dort sind unglaublich. Und die Foodszene ist unglaublich. Hast du Poutine probiert? Ja, es ist köstlich. Ein Muss für jeden Besucher. Unbedingt. Montreal hat so viel zu bieten. Ich kann es kaum erwarten, wiederzukommen und mehr zu entdecken. Lektion 28. Gegenstände sicher aufbewahren. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Gegenstände sicher aufbewahren, insbesondere die wertvollen. Ich stimme voll und ganz zu. Wie lagerst du deine? Ich bewahre sie in einer stabilen Box auf und halte sie verschlossen. Das klingt nach einer klugen Idee. Hast du einen bestimmten Ort dafür? Ja, ich bewahre es in einem Schrank auf, wo es außer Sichtweite ist. Das ist großartig. Es ist wichtig, unser Hab und Gut vor Beschädigung oder Diebstahl zu schützen. Genau. Ich mache auch eine Inventarliste von dem, was drin ist. Das ist sehr gut organisiert. Das muss dir helfen, den Überblick zu behalten. Definitiv. Es gibt mir die Gewissheit, dass alles sicher ist. Lektion 29. Reisepläne. Das klingt herrlich. Haben Sie bestimmte Standorte im Sinn? Ja, ich habe darüber nachgedacht, den Strand und ein paar nahegelegene Berge zu besuchen. Das klingt nach wunderschönen Orten zum Erkunden. Ich stimme zu. Ich finde es toll, wie vielfältig die Landschaft sein kann. Wirst du in den Bergen wandern? Unbedingt. Wandern ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Hast du einen Lieblingsweg? Ja, es gibt einen Pfad, der zu einem atemberaubenden Wasserfall führt. Das klingt unglaublich. Ich würde es gerne eines Tages sehen. Lektion 30. Lokale Märkte. Für unsere Reiseroute können wir auch die lokalen Märkte für frische Meeresfrüchte erkunden. Das klingt aufregend. Ich liebe es, frisches, lokales Essen zu probieren. Genau. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Kultur zu erleben. Kennen Sie bestimmte Märkte, die wir besuchen sollten? Ja, es gibt eine berühmte Innenstadt, die für ihre Vielfalt bekannt ist. Perfekt. Ich würde gerne ein paar neue Gerichte probieren. Ich bin mir sicher, dass wir dort einige tolle Optionen finden werden. Und es macht immer Spaß, mit lokalen Anbietern zu interagieren. Unbedingt. Sie haben oft die besten Empfehlungen. Lektion 31. Hochzeitsoutfit. Kannst du mir helfen, ein Outfit auszuwählen? Ich muss an einer Hochzeit teilnehmen. Natürlich. Welchen Stil haben Sie im Sinn? Ich denke formal, aber ich möchte ein bisschen auffallen. Das ist eine tolle Idee. Ein schöner Anzug mit einem Hauch von Farbe könnte gut funktionieren. Das gefällt mir. Vielleicht eine helle Krawatte oder ein Einstecktuch. Ja, genau. Es wird Ihrem Look eine nette Note verleihen.
Denkst du, ich sollte einen klassischen schwarzen Anzug oder etwas anderes nehmen? Ein marineblauer Anzug könnte eine stilvolle Alternative zu Schwarz sein. Guter Punkt. Das werde ich auf jeden Fall in Betracht ziehen. Lektion 32. Finanzielle Aspekte. Wir müssen die finanziellen Aspekte des Deals erörtern. Ja, das ist entscheidend. Worauf sollten wir uns Ihrer Meinung nach zuerst konzentrieren? Nun, wir müssen uns auf jeden Fall auf die Preis- und Zahlungsbedingungen einigen. Unbedingt. Klare Begriffe helfen, spätere Missverständnisse zu vermeiden. Richtig. Wie oft sollten Ihrer Meinung nach Zahlungen geleistet werden? Ich denke, ein 2-wöchentlicher Zeitplan würde für uns gut funktionieren. Das klingt fair. Stellen wir sicher, dass alles dokumentiert ist. Ja, alles schriftlich zu haben, ist für die Klarheit unerlässlich. Einverstanden. Lassen Sie uns bald einen Vertrag ausarbeiten. Lektion 33. Sinne in der Natur. Sie waren zuerst hier, und die Geräusche, Gerüche und Sehenswürdigkeiten sind zu faszinierend. Ich weiß. Die Natur hat eine Art, unsere Sinne zu überwältigen. Unbedingt. Es ist wie in einer anderen Welt zu sein. Ja, und es lässt dich die Schönheit um dich herum schätzen. Haben Sie sich jemals in der Natur völlig in Frieden gefühlt? Definitiv. Draußen zu sein hat etwas Beruhigendes. Ich stimme zu. Es ist eine großartige Flucht vor dem Alltagsstress. Genau. Wir sollten gemeinsam mehr Outdoor-Abenteuer planen. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Lektion 34. Sommertourismus. Die Sommerzeit ist die Zeit, in der die meisten Touristen hierher kommen. Ja, es ist unglaublich zu sehen, wie viele Menschen die Gegend genießen. Unbedingt. Die Atmosphäre fühlt sich so lebendig und lebendig an. Ich liebe es, wie die Parks und Strände in dieser Jahreszeit zum Leben erwachen. Richtig? Es ist die perfekte Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten. Haben Sie irgendwelche Lieblingsorte bemerkt, zu denen Touristen strömen? Definitiv. Die Uferpromenade ist immer voller Familien und Freunde. Und auch auf den lokalen Märkten wimmelt es nur so von Besuchern. Ja, es ist eine großartige Zeit, um auch lokale Unternehmen zu fördern. Lektion 35. Umgang mit Ablehnung. Wie gehst du mit Ablehnung um? Ich erinnere mich an meine Stärken und mache weiter. Das ist eine großartige Strategie. Sich auf Positives zu konzentrieren, kann wirklich helfen. Ja, es ist wichtig, belastbar zu bleiben. Haben Sie bestimmte Techniken gefunden, die für Sie funktionieren? Ich spreche oft mit Freunden um Unterstützung und Ermutigung. Das ist ein guter Ansatz. Es ist wichtig, sich mit Positivität zu umgeben. Unbedingt. Es hilft mir, mein Selbstvertrauen wiederzugewinnen. Ich bewundere deine Einstellung. Es ist inspirierend zu sehen, wie Sie mit Herausforderungen umgehen.